Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf diesem Channel. Und in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr ein neues Model runterladen könnt. Und bevor wir damit beginnen, ich habe hier schon mal unser ComfyUI Setup vom letzten Video aufgemacht. Bevor wir damit beginnen, möchte ich euch gerne mal diese Seite hier vorstellen, Civit AI. Das ist die Seite, die ich bevorzuge, um nach Models, LoRa's, Textual Inversions etc. zu suchen, herunterzuladen und zu installieren, weil diese Seite ist einfach super dafür geeignet und beinhaltet eigentlich alles, was es derzeit so gibt. Was ihr hier tun solltet, ist euch einen Account anlegen, der ist kostenlos. Ich meine mich zu erinnern, dass irgendwann die Seite nämlich sagt, du kannst jetzt nicht mehr weiter runter scrollen, bitte leg dir einen Account an. Deswegen macht das am besten, tut keinem weh und ihr habt dann vollen Zugriff auf die Seite. Die Seite selber ist wie folgt aufgebaut. Was wichtig ist, ihr habt hier oben eine Möglichkeit, die ganzen Models etc. zu sortieren. Nach Highest Rated, Most Downloaded, Most Liked, Most Discussed und Newest. Ich bin da initial einmal ein bisschen durchgefegt, habe mir angeguckt, was es hier so gibt. Und wenn ich jetzt derzeit die Seite aufrufe, gucke ich einfach hier unter Newest, ob es irgendwelche Updates zu Models gibt, die ich benutze oder neue interessante Dinge erschienen sind, die man mal ausprobieren kann. Nur das als Tipp. Wenn ihr jetzt hier oben rechts seht, da ist euer Account. Was relativ wichtig ist, diese Seite ist definitiv nicht safe for work. Deswegen ist es wichtig, ihr guckt euch mal hier unter diesem Augensymbol um. Hier könnt ihr nämlich Blur Major Content machen. Damit blendet ihr die Screenshots aus, die not safe for work sind oder nach dem System, also nicht sicher für die Arbeit. Manchmal oder oft werden auch Bilder ausgeblendet, die eigentlich safe for work sind, aber sicher ist sicher. Also falls ihr auf dem Arbeitsplatz oder sonst wo euch mal nach Models etc. informieren wollt, ne, seid vorsichtig da. Aber nun gut. Ihr seht schon, es gibt ein großes Angebot an downloadbaren Items hier. Hier sind Checkpoints, ihr seht das hier in den Tags. Checkpoint, haben wir hier auch ein LoRa irgendwo. Mal als Beispiel, natürlich nicht, doch hier ist ein LoRa. So sehen dann LoRas aus. Alles not safe for work hier nach dem System, was auch gut ist, gerade fürs Video, dass es ausgeblendet wird. Aber so erkennt ihr die Dinger. Falls ihr übrigens einblenden wollt, hier ist so ein Augensymbol, klickt da drauf und es wird eingeblendet. Das will ich jetzt im Rahmen des Videos nicht machen, aber dann seht ihr das. Oder ihr stellt halt, wenn ihr privat unterwegs seid, einfach hier Blur Major Content auf aus und dann seht ihr auch alles. Ihr könnt weiterhin hier oben filtern. Wenn ihr hier die Model Types, die sind das Interessante eigentlich, zum Beispiel Checkpoint auswählt, dann filtert die Seite euch nur Checkpoints. Wenn ihr jetzt noch LoRa's hinzufügen wollt, klickt ihr das auch an, dann habt ihr Checkpoints und LoRa's und ihr könnt Checkpoints wieder ausmachen und dann habt ihr nur die LoRa's. Ne? Ist eigentlich relativ einfach zu verstehen, nur dass ihr so ein bisschen wisst, wie man mit dieser Seite umgehen kann, wie man sich da zurechtfindet und Dinge überhaupt finden kann. Des Weiteren habt ihr hier oben eine Suchleiste. Da bin ich jetzt gerade vom Start des Videos reingeklickt und habe gesehen, die haben die Suche komplett geändert. Hier unten steht auch noch Beta Expect Frequent Changes, also die Jungs und Mädels hinter dem Ganzen hier sind fleißig dabei, alles zu updaten. Nach und nach. Die Seite ist leider nicht sehr performant, also die zwingt schon mal meinen Rechner so ein bisschen in die Knie, also den Browser vor allem. Aber dafür, also das Angebot ist einfach so gut, das verzeiht man dann gerne. Was ich euch in diesem Model gerne vorstellen würde, ist das Model oder der Checkpoint Epic Realism. Den benutze ich sehr gerne zum Erstellen von realistischen Bildern. Und das ist in der Version 3 verfügbar. Ihr seht hier oben die verschiedenen Versionen, die es von einem Model gibt. Ihr seht hier auch schon in den Beispielbildern, da kommen echt erstaunliche Resultate bei raus. Richtig, richtig gut. Ja, die zwei, ne, not safe for work. Ihr habt es euch gemerkt. Überspringen wir. Auf jeden Fall richtig, richtig gute Dinger. Der Ersteller hat mehrere Models hier oben rausgebracht. Zum Beispiel hier das Pure Evolution V3 ist das neueste. Es gibt aber auch noch die Vorgängerversion. Und hier weiter links, glaube ich, auch noch hier die erste Version Pure Evolution. Es gibt von manchen Models In-Paintings und noch andere Models, die er zwischendurch rausgebracht hat. Ich benutze nur das Pure Evolution V3 derzeit.
V2 habe ich noch installiert, aber ich benutze nur noch V3, weil es einfach der letzte Entwicklungsstand ist. Und das sieht man hier unten. Er sagt selber, seit SDXL draußen ist, macht er hier jetzt nicht mehr weiter. Aber da wir gerade hier schon sind, hier ist eine Beschreibung. Die Ersteller hinterlegen hier Beschreibungen, Tipps, wie man ihre Models anwenden kann. Manchmal auch Spendenlinks. Aber da solltet ihr auf jeden Fall einen Blick reinwerfen, wenn ihr hier unterwegs seid. Da sind nützliche Tipps vorhanden. Auf der rechten Seite seht ihr noch so ein paar Infos. Ihr seht den Typ, das ist ein trainierter Checkpoint, also ein Model in dem Fall. Wie viel es runtergeladen wurde, wann es erschienen ist. Es ist noch recht frisch. Wir haben jetzt den 20.07. und es ist am 27.06. rausgekommen. Das Base Model, Stable Diffusion 1.5, das ist relativ wichtig, dass man das weiß, weil man Models nicht mergen kann. Also an sich, da kommen wir auch noch irgendwann zu. Model Merge hatte ich im letzten Video schon kurz erwähnt. Man kann zum Beispiel zwei Stable Diffusion 1.5 Models mergen, man kann aber nicht ein Stable Diffusion 1.5 mit einem Stable Diffusion 2.1 Model mergen. Hash ist relativ unwichtig für uns. Was hier noch, in dem Fall nicht, aber was hier noch erscheinen kann, sind Keywords, die man eingeben muss, um zum Beispiel LoRa's zu triggern. Da werden wir aber bei den LoRa's auch noch dran vorbeikommen. In dem Fall brauchen wir es nicht, deswegen ist es relativ einfach, das Ding zu installieren. Hier sind noch Suggested Resources vom Ersteller selber, wo er nochmal darauf hinweist, Achtung, ich empfehle euch diese Ressourcen, die ebenfalls auf Civit AI verfügbar sind und teilweise wurden also aus der Kombination von diesem Model mit diesen Resources hier unten auch dann diese Bilder generiert. Apropos Bilder, ihr könnt hier auf den Bildern auf dieses i drücken. Da seht ihr Informationen, zum Beispiel die Prompts, Positive, Negative und noch die Einstellung der Sampler, die der Ersteller dafür gemacht hat. Ihr könnt auch nochmal das Ganze euch in groß anzeigen. Hier sehen wir das Bild in groß. Hier unten nochmal die benötigten Informationen. Ja, falls ihr diese Bilder nachstellen wollt. Hier steht sogar der Seed. Also theoretisch, wenn ihr das Model benutzt und die Einstellung so macht, solltet ihr dasselbe Bild wieder rauskriegen. Wenn ihr jetzt zurückgeht, kommt ihr dann wieder auf die Übersicht. Hier habt ihr dann noch einen Diskussionsbereich, da könnt ihr dem Ersteller Fragen stellen oder in andere bereits vorhandene Diskussionen einsteigen. Ist, glaube ich, nicht so viel los generell. Zwar schon einige Fragen gepostet von den Usern. Achso, Load More. Okay, bei dem sind schon viele Fragen gepostet worden, aber Antworten, naja, geht so. In der Gallery unten seht ihr noch, was die User an sich mit dem Model erstellt haben. Also das sind user-generierte Bilder, nicht vom Uploader, sondern von den Benutzern selber. Und auch hier gilt das Gleiche. Ihr könnt hier irgendwo draufklicken und seht manchmal die Prompts. Not safe for work. Ja, hier in dem Fall seht ihr die Prompts. Also die User pflegen das auch ganz gut. Okay. Zum Runterladen drückt ihr einfach hier auf Download. Dann bekommt ihr das File auf eure Platte runtergeladen. Und wenn ihr das File habt, geht ihr einfach in euren ComfyUI Windows Portable Installationsordner. Geht da rein. Geht in ComfyUI. Geht in Models. Geht in Checkpoints und kopiert das File oder verschiebt das File in diesen Ordner. Ich habe es schon gemacht im Vorfeld. Hier seht ihr Epic Realism Pure Evolution v3.savetensors. Und wenn das geschehen ist, könnt ihr ComfyUI starten. Ich mache es mal. Da ist es schon. Die alte Variante kann ich wegmachen. Ja, jetzt ist es geladen mit dem neuen Model. Das erkennt ihr daran, wenn ihr hier auf die Load Checkpoint Node geht, seht ihr jetzt, dass wir jetzt das Epic Realism Pure Evolution Model hier zur Auswahl haben. Wir wählen es aus und können dann gleich auch anfangen. Genau, ich wollte euch noch sagen, ihr könnt es auch im laufenden Betrieb in den Ordner kopieren. Dann müsst ihr nur hier unten rechts einmal diesen Refresh-Button drücken. Dann erscheinen die später geladenen Models auch hier in der Dropdown. Wenn ihr den Refresh-Button nicht drückt und ihr kopiert ein Model in den Ordner, während ComfyUI läuft, dann seht ihr keinen Unterschied hier.
Was wir auf jeden Fall erstmal machen werden, wir werden jetzt einmal hier Dinge aufräumen. Wir löschen die Nodes aus dem letzten Video, die wir jetzt nicht brauchen. Die kann weg. Das verbindet sich automatisch. Schieben das mal ein bisschen zurück. So. Bisschen Ordnung schaffen hier. Dann müssen wir noch den Seed, den hatten wir ja im letzten Video separiert. Machen wir wieder Convert. Achso, nee, das habe ich Steps gemacht. Moment. Convert Seed to Widget und Convert Steps to Widget. Und wir müssen. Achso, steht hier. Ja, der Seed steht wieder auf Randomize. Den hatten wir im letzten Video auch mal auf Fix gemacht, um ein paar Bilder auszuprobieren. Das Model ist geladen. Wir haben hier unten in unserem Empty Latent Image immer noch die Porträt-Einstellungen vom letzten Mal. Die sollten ganz gut passen. Ich würde sagen, wir gehen mal mit einem Beispiel rein und nehmen mal Photography. Oh, was schreibe ich denn da? Photography of two women at a beach bar. Schauen wir mal. Was ich noch gerne mache, ist immer taken with iPhone. Ich mag den Stil von iPhone-Fotos, deswegen benutze ich das oft. Wir können noch sagen Absurd Res, das ist so ein Triggerwort, um möglichst hochauflösende Bilder zu bekommen. 8K, High Detail, Intricate, Depth of Field benutze ich auch sehr gerne. Okay, das soll es erstmal sein. Als Negative Prompts lassen wir einfach nochmal Text und Watermark. Wir werden mit den Negative Prompts auch noch im Laufe der Zeit weiterkommen. Ich werde euch auch Tricks zeigen hier, wie man das ein bisschen besser bauen kann, das Encode. Aber heute soll es um das Model gehen und deswegen lassen wir es einfach mal rattern. So, und da haben wir auch schon unser Bild. Frauen im Bikini. Mir ist gerade noch aufgefallen, ich gehe mal auf meine Standardeinstellungen. DPMPP2M und Keras als Scheduler. Und wir schauen es uns mal an. Und das sieht doch schon sehr gut aus. Die Gesichter sind noch ein bisschen, naja, verbesserungsbedürftig. Wir können uns aber noch mal ein paar mehr angucken. Oder wir sagen jetzt erstmal auf A Woman. Dann hat das, dann haben wir ein bisschen mehr Platz in der Breite. Das ist auch schon ein schönes Bild geworden. Mit Negative Prompts kriegt man das auch noch ein bisschen besser hin, aber wie gesagt, da kommen wir irgendwann anders zu. Und noch ein drittes. Auch ein sehr schönes Bild geworden. Also ihr seht, man kriegt sehr schöne Ergebnisse dabei raus. Wir haben jetzt die Beach Bar, wir haben das Foto einer Frau, wir haben Depth of Field im Hintergrund. Taken with iPhone, gut, müssen wir glauben. Aber der Rest scheint da zu sein. Intricate, 8K, Absurd Res. Ja, muss man glauben, dass es getriggert wird. Da kann man ja mal Beispiele machen, wie es aussieht ohne diese Prompts. Wir können aber auch mal sagen, of a guy at a beach bar. Schauen wir uns mal die männlichen Varianten an. Was macht er da? Er hat leichte Probleme mit seiner Hand und dem Glas. Das kann immer mal passieren. Ja, aber das Model macht, was es soll. Bisschen seltsam. Wir werden im Laufe der Zeit noch lernen, wie man die Dinge tweaken kann. Können wir das jetzt schon hier über einen Textprompt machen? Negatives fallen mir jetzt gerade nicht ein. Die Bilder sind schon eigentlich so ganz gut. Da kommen wir bei Textual Inversions zu. Ne, was wir jetzt nochmal machen können, ist, wir machen mal eine Breite von 672 und eine Höhe von 512 und schauen uns das Ganze mal
nochmal mit Two Women at a Beach Bar. Was wir hier fürs Video machen können, wir können Nude in die Negatives eintragen. Und hier oben Safe for Work. Ja, damit kriegen wir dann Landscape-Bilder. Die Hände sind ein bisschen verwaschen, also ineinander gewachsen, kann man es so nennen, gewachsen. Okay, mit den Gesichtern hat er hier ein bisschen Probleme. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es ein wunderschönes Model, was gute Ergebnisse erzielt. Hochkant ist es definitiv besser. Das muss man sagen, man kriegt auch mit Tricks Breitkantbilder hin, also Landscape-Formate, aber hochkant ist es definitiv besser. Ändern wir das nochmal ab in Two Women, oder nee, One Woman of One Woman sitting in a car, und Photography ändern wir um in Selfie. Man kann es übrigens auch so schreiben. Damit kommt die KI auch ganz gut zurecht. Gucken mal, was uns da kredenzt wird. Ja, schön, gut. Technisch gut umgesetzt, schöne Details. Beim Upscaling bekommen wir da auch noch ein bisschen besseres Detailvolumen raus. Aber das ist schon ganz gut, aber ein ziemlich depressives Bild, oder? Wir machen nochmal eins. Auch ein schönes Bild. Also vom Gesicht her, von den Details hier im Pullover. Sitting in a car, perspektivisch. Kann man es noch verbessern. Wenn mal zum Testen ein bisschen mehr Steps hier reingehen und machen nochmal eins. Das sieht gut aus. Das sieht auch nach einem Selfie aus. Hier unten hat er leider noch so ein paar Haare reingerendert. Aber alles in allem finde ich das schon sehr gut. Jetzt will ich nochmal... Ich mache mal One Guy sitting in a car. Gerade habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Leute, die im Auto sitzen, dunkel gekleidet sind und ziemlich traurig gucken. Aber das können wir hier ändern. Wartet mal. Colored Clothes Happy. Okay, happy ist er auf jeden Fall inzwischen. Colored Clothes, ja. Unigrün. Happy Facial Expression. Ja, das geht schon. Sieht auch wieder nach Selfie aus. Der Sitz ist ein bisschen zu breit. Aber gut. Taken das iPhone lasse ich. Ich wollte nochmal Objektfotografie probieren. Sagen wir mal Photography of a car. Of a car. Lassen wir es mal dabei. Fangen wir einfach an. Natürlich keinen Sinn. Photography of a car. So sehen heutzutage also die Autos aus. Interessant. Ja. Ich habe jetzt nicht an die Innenseite gedacht. Das hat sich die KI jetzt selber ausgewürfelt. Aber wir sehen, wir haben ein schönes Bild von der Innenseite eines Autos. Kriegen wir auch nochmal ein Bild von der Außenseite eines Autos. Photography of a car from the outside. Ja, das sieht schon mehr aus nach
Autofotografie. Ein Oldtimer hat er genommen. Dann sagen wir jetzt nochmal auf a Modern Car. Stilistisch übrigens auch sehr schön, ne, eigentlich, dass er das Foto so ein bisschen hier nur auf den Rand gelegt hat und das Auto in der Mitte gecuttet ist. Finde ich stilistisch ganz cool. Ja. Okay, vielleicht ist das Model nicht auf Autos trainiert. Deswegen sagen wir mal Photography of a Beautiful Flower. Detail, intricate, depth of field, safe for work. Das können wir, glaube ich, in dem Fall rausnehmen hier. Sollte nicht schaden, aber manchmal kann es eine KI auch verwirren. Blumenkanner. Das ist sehr schön. Wir machen nochmal eins. Jetzt hätte ich das Ganze gerne nochmal in Porträt gerendert. Landscape, Entschuldigung. Auch das kriegt er ziemlich gut hin. Wir können die Weite eigentlich noch ein bisschen erhöhen. Das sieht ja mir noch nicht nach 16:9 aus. Da müsste man mal nach Resolutions gucken. Hat er auch schön gemacht. Guckt mal hier die Tautropfen auf den Pflanzen. Hier oben die Struktur der Blätter. Nach hinten hin kommt das Depth of Field raus. Sieht richtig aus wie Nanofotografie. Und jetzt möchte ich nochmal ausprobieren. Photography of a bee on a beautiful flower. So, wie kann er denn mit Bienen? Ja, das geht besser. Das kann man alles auch noch verfeinern mit den Textprompts hier. Aber zum Testen reicht es jetzt. Das sieht auch sehr schön aus. Ja, gefällt mir. Ist zwar ein bisschen hier die Blume ein bisschen durcheinander gekommen, aber es gefällt mir schon. Gut. Ja, ich hoffe, ihr habt einen Eindruck von diesem Model gewinnen können. Probiert ruhig mal ein bisschen aus mit verschiedenen Prompts, mit verschiedenen Dimensionen hier, wie es funktioniert. Ab einem gewissen Grad werden diese Models auch etwas seltsam, weil sie halt nur auf 512 und 512 Bilder trainiert sind. Aber oft kriegt man auch ziemlich gute Ergebnisse raus, wie das hier. Das sieht auch toll aus. Schick, schick. Okay, aber ich denke, ne, ihr könnt ja jetzt ein bisschen mit rumspielen mit diesem Model. Schaut euch mal auf Civit AI um. Ihr wisst jetzt, wie man Models installiert, wie man die anwendet. Und dann könnt ihr selber schon mal die ein oder andere Bildgenerierung mit verschiedenen Models starten. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen, ihr habt was gelernt und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss!